Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits, Teil 1 einer Baudoku-Serie aus dem Freizeitpark Plon. Und da befinden wir uns gerade auf der Baustelle, in der Baustelle des neuen multi-gelaunchten Watercoasters von Mack Rides, der hier im Freizeitpark Plon 2026 eröffnet wird. Und ja, wir fangen an, Step by Step, wie diese neue Attraktion hier entsteht. Und herzlich willkommen zu Teil 1 und dem Bau des Watercoasters. Mein Name ist Jan Völke, bin Inhaber und Geschäftsführer des Freizeitpark Plon. Und ich nehme euch heute mit hier auf die Baustelle für unsere Neuheit 2026 zum 30-jährigen Jubiläum. Ja, zuallererst sieht man die Baustelle hier hinten im Hintergrund und die allerersten Arbeiten, die sind schon quasi stattgefunden im Winter. Da haben wir als allererstes das Wasser abgelassen vom See und den ganzen Schlamm erstmal entfernt, was sich so über die Jahre in dem Naturteich angesammelt hat. Und wie man im Hintergrund gut sieht, beginnen jetzt schon die ersten Baggerarbeiten, die ersten Löcher werden gebuddelt für die Fundamente sozusagen. Vorab haben wir natürlich erstmal eine Bodengrunduntersuchung gemacht, da sind Probebohrungen gemacht worden, da sieht man quasi in die einzelnen Bereiche, wie tief man gründen muss. Und da haben wir teilweise hier Bereiche, wo wir bis zu 7 Meter hinein müssen. Das wird sehr spannend. Zum Glück dauert es noch einen Moment, aber da geht es dann auch bald los in den Regionen. Ja, die tiefste Stelle war so bei 2 Metern, 1,50 Meter. Da war der Fels relativ hoch gelegen. Und die allertiefste Stelle war so bei 7 Meter. Das ist der Bereich, wo die spätere Station stehen wird. Und ja, das wird sehr spannend, weil es doch relativ viel Erdmassen auch sind, die da raus müssen. Ja, also ich sag mal, aufgebaut sind die Fundamente eigentlich immer gleich. Man gründet quasi die Fundamente auf einem festen Untergrund, der halt hier bei uns im speziellen Fall relativ tief liegt. Der wird dann mit Unterbeton aufgefüllt, wo dann quasi das eigentliche Fundament aufgebracht wird, was dann bewehrt wird, geschalt wird, wo dann die Ankerkörper auch eingebracht werden. Also der grobe Fahrplan sieht jetzt erstmal vor, dass wir die ganzen Fundamente, die man jetzt hier rechts sieht, die außerhalb des Sees liegen, fertigstellen, damit man natürlich den Parkbetrieb so wenig wie möglich berühren. Ja, Jan hat euch gerade wunderbar erklärt, was hier passiert und wie viel hier passiert. Weil wenn man sich nicht auskennt, was die wenigsten wahrscheinlich tun, weil die wenigsten von euch selber schon mal eine Achterbahn gebaut haben, sieht das einfach nur aus wie ein wildes Gebuddel. Und einfach mal so ein bisschen den Einblick, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Zeit da drin steckt und wie viel Geld natürlich auch da drin steckt bei dem Bau einer solchen großen Anlage von Dingen, die man gar nicht sieht. Und das ist eigentlich somit das Wichtigste. Wir haben hier die sogenannten Ankerkörbe. Auf diese kommen später die Stützen der Achterbahn. Und das funktioniert fast bei allen Achterbahnen gleich. Es gibt verschiedenste Varianten und Ausführungen. Die sind jetzt gerade angeliefert worden. Und wie die eingebaut werden, versuchen wir euch jetzt auch noch ein bisschen zu zeigen und zu erklären, wie das im Detail funktioniert. Die Pumpen müssen, die Wasserpumpen, fast 24/7 läuft das Ganze hier, weil nämlich Grundwasser nachkommt. Das zeigen wir vielleicht am besten da vorne mal. Da kann man das nämlich ziemlich gut sehen, was hier die Probleme beim Boden sind. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen. Hier sieht man die verschiedenen Bodenschichten. Und die unterste Lehmschicht hier, die ist dafür quasi da, oder die hat das ermöglicht, dass es diesen Natursee hier gibt und das Wasser da bleibt und nicht abfließt. Das muss alles abgetragen werden, weil ja auf 2,50 Meter bis 7 Meter unterm Boden ja der feste Untergrund ist. Auf den kommen diese Grundfundamente erstmal. Das sind jetzt natürlich nicht die Fachbegriffe aus dem Bauwesen. Und auf diese Fundamente kommen dann die richtigen Fundamente für die Achterbahn. Und damit das Ganze funktioniert, müssen die wieder freigelegt werden, weil durch das ganze Regenwetter, was wir die ganze Zeit haben, ist hier ein bisschen viel Wasser reingelaufen. Das wird rausgepumpt und der ganze Spaß wird eingeschalt. Also es kommt ein Backförmchen drumherum. Da kommt dann Bewehrung rein, ganz viel Stahl. Und der dient dafür, dass der Beton, der dann da reingegossen wird, zusammenhält. Das war jetzt ganz einfach ausgedrückt. Und wenn das gemacht wurde, kommen die finalen Fundamente mit den Ankerkörben für die Stützen der Achterbahn dazu. Hier seht ihr einmal den Stahl, der in diese Fundamente ganz unten mit reinkommt. Das wird dann direkt an der Position noch mit eingeflochten, was jetzt oben drauf liegt. Aber ne, einfach mal zur Orientierung oder um sich das vorzustellen, das ist für eine Stütze Wahnsinn. Also wenn wir diese großen Körbe, die großen Fundamente haben, kommen die eigentlichen Fundamente drauf und das ist der ganze Stahl, der da reinkommt. Hier ist der Ankerkorb von Mack Rides, der hier eingesetzt wird und vorbereitet wird, auch mit der Aussparung für die zukünftige Schubklagge. Und wenn das komplett zusammengeflochten ist, was natürlich eine unglaubliche Arbeit ist den ganzen Tag, weil das hier alles auch gerade nochmal auf der Baustelle mit eingeführt wird, wird das Ganze eingeschalt.
da kommt das Backförmchen, oder Springform. Das ist wie eine Springform, kann man sich das vorstellen. Die kommt drumherum, dann kommen die Kollegen von der Vermessung und gucken, dass das alles genau an die richtige Stelle kommt, wo es hingehört. Dann wird das alles nochmal fixiert und dann kommt der Betonmischer und füllt das Ganze mit Beton auf und dann aushärten. Und wir haben ein fertiges Fundament für eine Achterbahn, beziehungsweise auch einen Multi-Launch Watercoaster, also eine mehrfach abgeschossene Wildwasserbahn. So sieht der ganze Spaß dann fertig aus. Und ja, das große Fundament, hier kommen immer noch die Punkte raus, die dafür da sind, wo die Stützen draufgeschraubt werden. Diese Platte, die kommt da noch weg, die hält alles jetzt gerade noch in Form. Und die Stützen, die haben wir noch nicht hier, die werdet ihr in einem der nächsten Teile auf jeden Fall sehen, haben unten so eine sogenannte Schubklagge, die geht hier in ein noch vorhandenes Loch rein. Und durch diese Schubklagge wird durch die Stütze die Kräfte in das Fundament weitergeleitet und verteilt. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber das haben sich schlaue Ingenieure mal ausgedacht. Und ja, es gibt ein paar Millimeter Spiel, aber nicht so viel Toleranz. Deswegen ist auch ein Vermessungsbüro hier, die wirklich Millimeter genau diese Position einstellen und vermessen und mit mehreren Leuten dran sind. Und dann wird das Ganze fixiert, damit das so in Position bleibt. Und da später dann in einem der nächsten Teile die Stützen drauf montiert werden können. Übrigens, wenn euch wirklich im Detail interessiert, wie die Bemessungen und Berechnungen funktionieren, um solche Stützen und solche Fundamente zu berechnen, wir haben euch hier ein Video mal mitgebracht von Weiß Ingenieure. Das ist ein Ingenieursbüro, die quasi sich darauf spezialisiert haben, solche Dinge zu berechnen und ja, vorzubereiten, damit das hier auf der Baustelle richtig installiert werden kann. Willkommen zu unserer mehrteiligen Baureportage zu dem Multi-Launch Watercoaster, den ihr ab 2026 im Freizeitpark Plon erleben könnt. Nach der Trockenlegung der Teichanlage wurde die Baustelle eingerichtet, damit es mit Schritt 1 losgehen konnte: die Fundamentarbeiten außerhalb der Teichflächen. Insgesamt wird das bislang größte Bauvorhaben des Freizeitpark Plon auf 150 Fundamenten mit bis zu 6 Metern Tiefe basieren. Ein echter Kraftakt also. Ein gutes Fundament ist die Basis jeder prächtigen Weltneuheit. Los ging es auf dem Festland rund um die Teichanlage. Das bedeutete Bewährungskörbe im Akkordflechten, Einschalen und täglich grüßt mehrfach der Betonfahrer. Die fleißigen Bauarbeiter halten sich wacker angesichts dieser Mammutaufgabe. Und dann ging es ans Eingemachte, oder besser gesagt an die Teichfundamente. Es wurde fleißig gebaggert, gegossen und gestemmt. Der nächste Bauabschnitt brachte einen direkt an und in die Teichanlagen. Und da konnte man merken, Grundwasser? Davon gab es reichlich. Die Fundamentarbeiten starteten richtig durch. Schließlich braucht so ein Coaster eine stabile Basis. Tonnenweise Erde und Beton wurden bewegt, geschaufelt, gegossen und glatt gestrichen.